Hallo und willkommen in meiner Küche. In diesem Video stelle ich ein recht einfaches Dessert mit Orangen, Datteln und Schokomousse vor. Die Schokolade wird gehackt, in eine Schüssel gegeben und in der Mikrowelle geschmolzen. Es ist hilfreich, wenn man sie zwischendurch kurz einmal durchrührt. Das Eiweiß wird ohne Zucker steif geschlagen und zunächst ein Teelöffel des Eischnees in die Schokolade gegeben, eingerührt und dann diese Mischung auf das Eiweiß gegeben und ganz kurz untergerührt. Eiweißflocken vom Rand kann man noch kurz mit dem Teigschaber einarbeiten. Übertreiben sollte man dabei aber auch nicht. Dieses Schokomousse kann dann gleich in die Dessertschälchen gegeben werden. Eine Bio-Orange, deren Schale auch zum Verzehr geeignet ist, das sollte übrigens auf dem Etikett stehen, wird mit kochend heißem Wasser übergossen und abgetrocknet. Mit Hilfe eines Zestenreißers ziehe ich feine Streifen von der Schale ab und lasse sie gleich in einen kleinen Topf fallen. Das Weiße der Schale sollte unbedingt vermieden werden, denn es ist bitter. Anschließend wird die Orange ausgepresst. Der Saft kommt zu den Zesten. Saft und Zesten werden nun gekocht und so lange einreduziert, bis ungefähr 2 Esslöffel davon übrig bleiben. Ich habe einen Esslöffel Zucker hinzugefügt, da das die Reduktion etwas zähflüssiger werden lässt. Wer möchte, kann auf die Zugabe von Zucker natürlich verzichten. Der einreduzierte Saft wird vom Herd genommen und sollte auskühlen. Für den weiteren Arbeitsgang, das Filetieren einer Orange, benötigt man ein wirklich scharfes Messer. Damit schneidet man zunächst die äußere Haut ab. Den ersten Schnitt mache ich auf gut Glück und dann schneide ich immer entlang des Übergangs Fruchtfleisch zu weißer Schale. Wenn noch ein paar weiße Stellen stehen bleiben, schneide ich sie anschließend noch ab. Dabei führe ich die Klinge nicht zu mir hin, sondern von mir und meinen Fingern weg. Dann suche ich mir ein besonders breites Segment der Orange. Ich fange aber an, rechts daneben, neben diesem breiten Segment, meinen ersten Einschnitt zu machen, und zwar rechts und links der beiden Trennwände. Das Orangenfilet lasse ich in eine Schüssel fallen. Dann mache ich wieder einen Einschnitt rechts der Trennwand, was etwas schwieriger ist, da links davon kein Gegendruck mehr da ist und rechts des Segments auf der linken Seite der Trennwand. Und so weiter und so weiter. Für diese Arbeit braucht man, auch wenn ich mich wiederhole, ein wirklich scharfes Messer, etwas Fingerspitzengefühl und Spaß an der Arbeit. Es lohnt sich aber, da der gute Geschmack die Mühe belohnt. So arbeite ich mich rund um die Orangensegmente und am Ende habe ich mein breites Segment als letztes über. Das mache ich, weil es einfacher ist, zum Abschluss mit einem großen Segment zu arbeiten, als mit einem kleinen. Wer keine Lust hat, halbiert die Orange und schneidet sie einfach in Scheiben. Die Reste der Orange kann man noch einmal ausquetschen und den Saft auffangen. Hier habe ich eine Medijool-Dattel, die besonders groß und saftig ist. Ich halbiere sie und entferne den Kern. Ich schneide sie in Streifen und gebe sie in die mittlerweile abgekühlte Orangenreduktion. Dort kann sie sich noch mit etwas Orangenaroma vollsaugen. Die Vorbereitungen sind nun abgeschlossen und man kann alles in den Kühlschrank stellen, bis man es benötigt. Kurz vor dem Servieren werden die Orangensegmente und die Stückchen der Medijool-Dattel auf das Schokomousse gegeben und mit der Orangenreduktion übergossen. Fertig! Orange und Schokolade ergänzen sich geschmacklich sehr gut und die Dattel sorgt für etwas Biss. Eine mittlere, süße Geschmacksexplosion im Mund ist garantiert. Ich hoffe wirklich, ihr probiert dieses Dessert einmal aus. Und wer mir jetzt noch zuhört, für den lohnt es sich bestimmt, meinen Kanal zu abonnieren oder einfach einen netten Kommentar zu schreiben. Zutaten und Mengenangaben finden sich wie immer unten in der Beschreibung und wie immer guten Appetit!